Heute betreten wir das Haus des Italieners. Dieser Ort ist ein Traum-Lost Place, denn es gibt hier weder Vandalismus noch großartigen Verfall oder Schimmel. Im Gegenteil, das verlassene Haus ist noch komplett eingerichtet und das Wort Zeitkapsel passt hier wie die Faust aufs Auge. Alles scheint ruhig zu sein, doch plötzlich klingelt es. Wer oder was war das? Der Boden gibt hier schon ein bisschen nach, also müssen wir vorsichtig sein. Habt ihr das gerade gehört? Und von dieser wunderschönen kleinen Küche drehen wir uns um und betreten das Wohnzimmer. Alles noch so, als wenn es gerade erst verlassen wurde. Ich habe selten so ein gut erhaltenes verlassenes Haus erkundet, in dem es scheint, als wenn Oma und Opa nur kurz mal einkaufen sind und bald wieder heimkommen. Verpasst auf keinen Fall dieses Video, denn so etwas bekommt man nur selten zu Gesicht. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich mich nochmal für die 5000 Follower auf YouTube bedanken. Es ist für mich ein wirklich großer Meilenstein gewesen, die 5000 Abonnenten zu haben. Es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Freut mich sehr, dass meine Videos bei euch so gut ankommen. Und ich hoffe natürlich, dass es auch in Zukunft so bleiben wird und ich euch mit sehr interessanten und spannenden Lost Places beglücken kann. Das wollte ich euch nur noch mal mitteilen. Und dann geht's jetzt los mit dem Video. Durch diesen Eingang sind wir jetzt reingekommen. Hier sind auch direkt solche Gitterstäbe vor der Tür. Die Tür war aber zum Glück offen. Und direkt zu Anfang befinden sich hier 2 Kühlschränke. Ich will die eigentlich gar nicht offen machen. Von außen sehen die relativ gut aus. Ich weiß jetzt aber nicht, wie sie aussehen. Für euch öffne ich sie aber trotzdem. Machen wir mal den ersten auf. Oh, und das ist gar kein Kühlschrank, das ist eine Gefriertruhe. Aber zum Glück ist der leer. Der sieht sogar noch relativ gut aus. Theoretisch könnte man den eigentlich direkt wieder benutzen. Hier ist dann auch der zweite. Oh, und der ist zum Glück ebenfalls leer. Wir befinden uns in einer Art Waschküche und normale Küche. Da hinten sehen wir einen Herd. Auf der Theke finden wir dann direkt ein Datum 2018. Das ist ein Abfallwegweiser und verschiedene andere Prospekte und sowas. Also gehen wir davon aus, dass es jetzt seit 2018 das letzte Mal bewohnt war. An der Abzugshaube sehen wir direkt so eine übelst lange Spinnwebe wieder. Unten drunter so einen halb ausgebauten Backofen von Indesit, oder wie auch immer das heißt. Hat jemand mal versucht, das zu renovieren oder was? Die Frage können wir nur beantworten, wenn wir weiter schauen. Das ist schon ziemlich eng in der Küche. Was ist das hier für ein Raum? Oh, das Badezimmer. Schön in Blau gefliest. Im Regal steht noch eine Vase. Amarena. Dann der Spiegelschrank. Der ist aber leer. Die Toilette hat dann reingeschissen. Und vor dem Klo die Badewanne, die relativ gut aussieht. An der Wand hängt noch das letzte Handtuch, was hier benutzt wurde zum Hände abtrocknen. Der Schwamm zum Saubermachen hängt auch noch dort. Zum Glück ist hier noch nicht viel zerstört worden bis jetzt. Schauen wir mal weiter. Weiter in den nächsten Raum. Und das ist das Esszimmer der Leute, die hier gewohnt haben. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich sind das Fotos von dem Ehepaar, das hier gelebt hat. Auf der Seite sehen wir irgendwie eine Familienfeier oder sowas. Anscheinend haben die Leute hier sehr gerne gefeiert. Das ganze Buch oder der ganze Ordner ist voller Fotos, wo die Leute, die hier gelebt haben, eine Party gefeiert haben. Das sind mir direkt sympathisch, die Leute. Selbst der alte Schlüssel, der liegt noch hier rum. Und daneben die Brille des Mannes oder der Frau, die in diesem Haus gelebt haben. Auch in den Schränken steht noch alles so, wie es soll. Drehen wir uns um, gibt es noch verschiedene Sachen auf diesem Schrank. Ein Pillendöschen für jeden Tag der Woche liegt hier. Dann sehen wir das alte Radio daneben von Nordmende. Und der Esstisch, wo die Bewohner damals schön morgens was getrunken haben, Kaffee, Tee oder immer beisammen zu Mittag gegessen haben, bei laufendem Radio oder vielleicht haben sie sich eine Kassette angehört. Denn in diesem Radio da vorne ist noch eine Kassette drin. Ich kann aber leider nicht erkennen, was dort gehört wurde. Ich weiß nicht, ob ich es hören kann, aber irgendwas klackert hier. Auf dem Boden müssen wir ziemlich vorsichtig sein. Das ist schon ziemlich durchgebrochen. Und es gibt hier drunter einen Keller in diesem Haus.
Wir müssen ordentlich aufpassen, dass wir nicht gleich eine Etage tiefer landen. Hier geht's dann ins Wohnzimmer. Wow. Es steht alles noch so wie bei Oma und Opa. Hier ist nichts verrückt worden. Die altbackenen Sessel, da hinten die Couch. Wenn Oma und Opa dort saßen, mit der Lesebrille auf, haben vielleicht eine Zeitung gelesen. Opa hat dann Fernsehen geguckt oder sowas. Und dort hinten, da kommt das Tickern weg, das Klackern. Die Uhr funktioniert noch, Leute. Das ist doch der Wahnsinn. Dann können wir auch einmal kurz einen Blick nach draußen wagen. Die alte Terrasse, schon voller Blätter. Und nebenan das Haus. Man könnte uns von dort ganz leicht sehen, wenn wir das Licht anhaben. In diesem Bereich. Auf dem Boden steht noch so eine Truhe. Oh, was haben wir denn hier? Das ist alte Weihnachtsdeko. Hier haben die Personen, die lebten, ihre Weihnachtsdeko reingepackt. Oh. Und das ist der zweite Teil vom Wohnzimmer. Ich gehe jetzt davon aus, dass hier definitiv ältere Leute drin gewohnt haben. Der Wohnzimmerschrank in einem leichten DDR-Stil. Dort steht der Fernseher. Dann haben wir vor dem Fernseher noch einen Film liegen, Elba, ein Garten im Blauen. Und oben drüber den Skymaster für den Satellitenempfang. Und hier sieht auch nicht viel verstellt aus. Also das ist wieder eine Location, das ist einfach Wahnsinn. Traumhaft. Und dann geht's ins ehemalige Schlafzimmer. Mit dem riesen Schrank. Auf dieser Tagesdecke sind schon Kotreste von irgendwelchen Tieren. Die Schränke sind noch komplett voller Kleidung. Es ist alles da. Was haben wir dann hier für Kleidung? Irgendwie gemischt. Frau und Mann. Oben drüber die Pullover. Ganz oben die alte Bettwäsche. Wahnsinn, dass das alles noch in den Schränken hängt. Machen wir die Schränke mal wieder zu. Mein innerer Monk sagt mir das so. Er befiehlt es mir schon fast. An der Wand hängt noch ein Gemälde. Ich schätze mal aber, dass das erst später dorthin gekommen ist. Denn wenn man diesen weißen Umriss sehen kann, hing da mal ein anderes Bild. Hat wahrscheinlich irgendwer mitgenommen, Verwandter oder sowas. Und das Bild mit dem Boot, kann ich mir vorstellen, dass es irgendein Urbexer oder Fotograf so hingegangen hat. Was in diesem Raum auffällt, die Heizung ist hier schon verschwunden. Irgendwer hat die ausgebaut. Vor dem Bett befindet sich dann der Schminkspiegel. Hier hat sich Omi wahrscheinlich mal schon fertig gemacht. Wenn es dann sonntags morgens in die Kirche ging oder irgendwer zu Besuch kam oder sie irgendwo zum Besuch ging. Vom Wohnzimmer geht es dann Richtung Flur. Und hier stehen noch Schränke in der Ecke durch eine Art Kaminattrappe. Links daneben ein Miele-Trockner. Oben drüber ein bisschen Geschirr. Schauen wir weiter, befindet sich so ein Eckschrank. Und auf dem Eckschrank das Faxgerät vom Brother. Die alte Vodafone WLAN-Box. Und das Adressbuch mit Telefonnummern. Irmchen, Elena. Früher hat man die Handynummern oder Telefonnummern auf solchen Zetteln geschrieben und gespeichert. Direkt hinter uns gibt es dann diese Pfaff-Nähmaschine, die wahrscheinlich dann nur noch als Deko hier stand. Oben drüber befindet sich ein Foto von diesem Haus zu besseren Zeiten. Ich habe gerade gesehen, hier hängt sogar noch Nägern drin. Wurde sie tatsächlich noch von der Dame benutzt zum Nähen? Ich meine, wenn es funktioniert, funktioniert es. Wieso sollte man es dann nicht benutzen? In diesem Schrank gibt es ebenfalls so eine Nähmaschine. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Frau leidenschaftlich gern genäht hat. Vom Flur geht es dann in diesen Raum weiter. Und was ist das? Ein Ankleidezimmer voller Schränke und Kleidung, die alle noch in den Schränken hängen. Hier hängt alles noch drin. Alle Schränke sind noch voll. Traumhaft. Solche Häuser sind wirklich sehr, 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 sehr schön. Dort befindet sich dann eine Art Bügelbrett. Der Boden gibt hier schon ein bisschen nach, also müssen wir vorsichtig sein. Habt ihr das gerade gehört? Was war das? Nein, das hört sich angehört wie eine Klingel. Oder war das die Uhr? Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie eine Klingel oder so gewesen.
aber die Uhr hat die Geräusche von sich gegeben, denn sie hat zur vollen Stunde einen Ton von sich gegeben. Oh, unheimlich. Sehr unheimlich. Und ich glaube, das gehört irgendwie zu einem Bügeleisen, oder? Hier ist das Bügeleisen. Das Kabel führt hier lang in dieses Gerät. War das ein spezielles Bügeleisen? Vielleicht war das auch ein industrielles Bügeleisen. Ich weiß es nicht. Oh, und das gehört auch noch dazu. Ein Novaset Flächenbügelplatz. Also aber ein Wahnsinnsgerät. Das sieht mir doch schon sehr industriell aus. Die Nähmaschinen, jetzt dieser Bügelplatz. Ich glaube, die Dame hat wirklich sehr gerne irgendwie was mit Anziehsachen gemacht. Also gebügelt und genäht oder so. Kann ich mir jetzt gut vorstellen. Und oben auf dem Schrank befindet sich so ein altes Keyboard. Funktioniert natürlich nur mit Strom. Von dem Bügelzimmer geht es dann weiter Richtung nächsten Schlafzimmer. Und hier befindet sich ebenfalls so ein riesiges Ehebett. Haben hier mehr als 2 Personen in diesem Haus gelebt? Oder haben die beiden jeweils ein anderes Schlafzimmer gehabt? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat der Ehemann geschnarcht oder die Ehefrau. Und deswegen mussten die beide getrennt schlafen. Oder die beiden haben sich einfach nicht mehr verstanden und haben halt in getrennten Schlafzimmer übernachtet. Aber ich denke, das werden wir nie erfahren. Und wieder ein Hinweis, dass das Ding ein übertriebenst lange Lost ist. Guckt euch mal diese riesige Spinnwebe an. Die führt durchs ganze Zimmer. Wahnsinnig. Wie so eine Art Mückennetz über diesem Bett. Hinter uns so ein Schminktisch, eine Frauentasche, inklusive Portemonnaie. Auf dem Boden ist irgendwas zerpflückt worden. Und in dem Topf findet sich eine Perücke wieder. Wahrscheinlich hat die ältere Dame oder der Herr, je nachdem wer hier geschlafen hat, eine Perücke getragen. Der Haupteingang dieses Hauses, der ist verschlossen. Theoretisch könnten wir den öffnen, denn wir haben die Schlüssel. In der Schublade sind doch mehrere Schlüsselbünde. Einer könnte bestimmt passen, aber das probieren wir jetzt nicht aus. An der Garderobe hängen noch die letzten Jacken. Und dann geht's nach oben. Zum Glück sind es keine Holztreppen. Und da sind wieder solche komischen Fliesen, Leute. Eieiei. Das ist auch direkt der erste Raum, in den wir reingehen. Was sind das bitte für Badezimmerfliesen? Oh ja, schon hart, ne? Macht mich so leicht aggressiv, die Farbe. Hier kommt schon irgendwie alles runter. Dreck haben wir da, Kot. In der Badewanne ein toter Schmetterling. Es gibt sogar noch Klopapier hier in diesem Haus. An der Wand das letzte Handtuch der Person, die hier geduscht hat. Das Badezimmer hatte sogar ein Bidet. Drehen wir uns um, ist dort das Waschbecken mit Opas Rasiertopf. Da steht sogar noch der Rasierer drin von Opi. Auch seine Armbanduhr liegt hin noch. Etwas Courage. Ich glaube, das gehört hier eigentlich nicht hin, das wurde hingestellt für ein Foto. Aber warum haben wir hier oben noch ein Badezimmer? Haben hier doch mehrere Personen in diesem Haus gelebt? Das müssen wir jetzt rausfinden. Und dafür gehen wir aus diesem Badezimmer weiter Richtung diesen Raum da vorne. Und das, was ist das? Ich sehe Töpfe, Flaschen, ein Schrank voller vieler verschiedenen Sachen. Dort sehen wir Barrebräu-Rechnungen. Waren die mal Besitzer einer Gaststätte? Ich weiß nicht, waren das mal Restaurantbesitzer? Das kann natürlich auch sein. In dem Fach befinden sich einige Kochbücher und halt diese ganzen Ordner. Hier befinden sich noch mehr Töpfe. Außerdem ein paar Flaschen auf dem Schrank, wo noch was drin ist. Ich jetzt aber nicht riechen möchte, was es ist. Und Kontoauszüge von der Kreissparkasse. Und die Kontoauszüge sind alle von 1976. Und wir haben jetzt auch einen Namen. Ich nenne ihn für euch einfach mal Herr N. Ja, und dieser Raum war wahrscheinlich mal ein Abstell- oder Lagerraum. Und dann führt hier eine Leiter nach oben auf den Dachboden. Und was haben wir da? Links von uns ein altes Kassengerät und alte Koffer. Aber betreten tue ich das ganze Ding hier nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie das Holz hier beschaffen ist. Ich möchte da jetzt ungern drauf treten, weil wir uns jetzt ganz oben im Haus befinden. Und von hier oben kann man tief fallen. Und außerdem weiß ich auch nicht, ob wir
irgendwelche Tiere hier antreffen. Muss ja nicht sein, ne? Gehen wir wieder nach unten. Und gerade beim Runtergehen sehen, diese Kassette. Jetzt weiß ich auch, was für ein Landsmann hier gewohnt hat. Wenn ich mir auch den Namen durch den Kopf gehen lasse. Hier hat jemand gewohnt, der aus Italien kommt. Also ist es das Haus des Italieners. Und das würde dann auch wieder dahin führen, dass er vielleicht irgendwo Koch war oder ein Restaurant hatte. Vielleicht eine Pizzeria oder sowas. Und was befindet sich hinter dieser Tür? Hier sehen wir so eine Art Flur mit Sitzgelegenheit, ja, Schränken. Und eine der ersten Sachen, die auffallen, ist, das ist keine normale Tapete. Das ist irgendwie so eine Art Teppich, die an der Wand ist. Und wenn ich mir das Raum so anschaue, ist das auch wirklich Teppich, der hier an der Wand geklebt wurde. Schlecht sieht es nicht aus, würde ich sagen. Und hier befindet sich eine Küche. Wow. Die sieht sogar noch sehr gut aus. Die Küchenschränke, die altbackenen, sag ich mal. Dort die Kaffeemaschine und verschiedene Utensilien inklusive Wasserkocher. Der Einrichtung nach zu urteilen war der Herr N. auch wahrscheinlich schon etwas älter. Wie das alles noch hier drauf steht. Hier ist nichts kaputt gemacht worden. Es wurde einfach verlassen und dann dem Verfall preisgegeben. In der Ecke noch einige Flaschen, die voll sind. So ein bisschen Deko hier oben. Der kleine ausziehbare Küchentisch, um sich mal hier hinzusetzen und Kaffee zu trinken. Auf dem Tisch ein Prisma, da ist auch immer ein Datum drauf. Nummer 18 vom Jahr 2015. 2015 könnte dann auch passen hier oben in diesem Raum. Das jüngste Jahr war 2018, jetzt hier haben wir was von 2015. Ja, vielleicht ist hier oben der Herr R. gestorben und unten hat noch einer weitergelebt, alleine. Ein Hinweis, dass es eventuell zur Weihnachtszeit verlassen worden sein könnte. Dieser Weihnachtsmann, den wir hier sehen, über dieser Mikrowelle, der auch als Lagerort gedient hat. An der Wand haben wir auch noch einen Hängeschrank, wo das ganze Geschirr und so weiter noch vollkommen drin steht. Hier wurde kein Stück rausgenommen. Es wurde alles so hinterlassen, wie der Bewohner es verlassen hat. Und von dieser wunderschönen kleinen Küche mit Kupferlampe drehen wir uns um und betreten das Wohnzimmer. Ob ihr es glaubt oder nicht, bei diesem Anblick habe ich gerade irgendwie Gänsehaut. Sowas kann einem doch nur gefallen. Wie alles noch an Ort und Stelle steht. Ich kann es nicht oft genug sagen in diesem Video. Die Schaukelpferde auf dem Tisch, irgendeine Flüssigkeit hier drin. Auch dieser Schrank noch komplett voll. Alles noch drin, alles noch da. Das ganze Porzellan. Das Einzige, was mir hier oben Angst macht, wenn ich so über den Boden gehe, ist dieses ständige Knacken. Wie schön auf diesem Wagen diese Figuren stehen, diese Uhr oder diese Lampe mit diesem Lampenständer. In der Ecke irgendwie sowas. Ist das ein Lichtspiel oder was? Konnte man auf jeden Fall anmachen, dann hat hier, glaube ich, ein Licht geleuchtet und das hat sich gedreht. Ich glaube, das ist irgendwie sowas mit Licht gewesen. Diese Angelschnüre haben dann dieses Licht weitergeleitet und das sah dann bestimmt echt gut aus. Also ich weiß nicht, was ihr denkt, aber es ist ein Wahnsinnshaus. Noch so unberührt und einfach wunderbar. Mir fallen keine anderen Worte dazu ein. Wenn wir wieder zurückgehen, haben wir dann im Flur diesen Schrank. Und auch hier ist noch alles so, wie der Bewohner es verlassen hat. Dort so alte Karteikarten, ebenfalls ein Telefonbuch. Das ist ein Euro-Rechner, kennt ihr den noch von damals? Zu den Anfangszeiten des Euros. Der konnte dann den D-Mark-Wert in Euros umrechnen. Machen wir das wieder schön zu. Und begeben uns in den Teil des Hauses. Wenn wir reinkommen, sehen wir die Sitzecke mit den 2 Couchen und dem Sessel aus Leder. Auf dem Tisch die Lesebrille und das Buch hier ist die Bibel. Auch jetzt kann man sich wieder gut vorstellen, wie dort jemand auf dem Sessel saß, der Sonnenschein wie jetzt hier reinkommt und die Person vielleicht die Bibel gelesen hat oder irgendwas anderes. Drehen wir uns um, sind hier noch die ganzen CDs vorhanden. Die sind sogar noch schön sortiert. 1960 hat es angefangen bis 1992. Die Hits des Jahres. Früher alles auf CD, heute alles im Stream. Schön sortiert. Hier die Schallplatte. Vater Abraham und die Wuppies. Kenn ich nicht mal. Träumereien 2. Die schönsten Klaviermelodien. Und jetzt kann man sich das alles noch viel schöner vorstellen, ne? Ein Buch gelesen. Die Sonne scheint durch dieses Fenster. Und man hat ein bisschen Klavier aus dieser Anlage gehört. Und dann geht's weiter. Auch in eine Art Wohnzimmer.
Wow, Wahnsinn. Alles noch so, als wenn es gerade erst verlassen wurde. Als wenn die Person, die hier lebte, jetzt gerade eben einkaufen gegangen ist und gleich wiederkommt. Auch hier oben befinden sich wieder diese schönen alten Möbel auf dem Tisch. Ein Mensch ärgere dich nicht Spiel. Diese Kerze hat kurzzeitig nur gebrannt. Dort befindet sich das neue Familienspielemagazin. Irgendwie hat das gefühlt jeder gehabt. Und ebenfalls in diesen Schränken alles noch vorhanden. Nichts zerstört, gar nichts. Und hier befindet sich so eine Schatulle oder was ist das? Das sieht aus wie so eine Art Schatzkiste. Das kann man rausziehen. Ach, das sind so eine Art Untersetzer. Okay. Tun wir sie hier schön zurück. Stell es auch so hin, wie es war. Dann sind wir oben fertig und wir schauen noch mal kurz im Keller vorbei. Das ist ein wirklich sehr spannendes Haus. Ziemlich dunkel das Ganze. Links sehen wir so vor dem Bereich unter der Treppe. Der wurde als Abstellraum benutzt. Wir sehen dann noch einen Karton Dornfelder, ein paar Zitronen, Limonadenflaschen, wie das aussieht. Auf der Flasche haben wir das Datum, den 13.04.2016. Wir haben jetzt hier 3 verschiedene Jahreszahlen. Einmal 15, einmal 16 und einmal 18. Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass oben einer bis 2015 gewohnt hat und hier unten einer bis spätestens 2018. Schauen wir weiter in diesen Gewölben, diesen feuchten Kellern. Ist echt schon alles nass auf dem Boden. Oh, und dann gehen wir hier rein. Und auch hier steht noch alles drin. Hier riecht es auch wirklich danach. Heizöllagerraum. Und da ist der fette Heizöltank. Wie in Kellern üblich. Viel Krimskrams. Dort befindet sich eine uralte Schleif- und Poliermaschine, so wie das ausschaut. Aus dem letzten Jahrhundert auf jeden Fall ist die Maschine. Im Schrank sehen wir viele leere Gläser. Wahrscheinlich sollten die mal zum Einmachen oder so aus einer Art benutzt werden. Weiter geht's in diesen Raum. Und Leute, wow. Guck mal, wie viele Alkoholflaschen da noch liegen und hier auf dem Tisch stehen. Auch hinter uns. Oben drauf sind Weinregale und drunter viele Flaschen. Was haben wir da? Barbaresco, 1974er Baujahr. Oder irgendwie sowas hier. Rottweil, 1982. Alles voller Alkoholflaschen. Also ich glaube wirklich, dass die ordentlich gefeiert haben, die Leute, die hier gewohnt haben. Die Flaschen sind alle noch voll. Unglaublich. In der Ecke sehen wir ein Gehege. Vielleicht war da mal damals irgendein Tier drin. Ein Vogel oder sowas. Oder Hühner oder keine Ahnung. Also an Alkohol hat es in diesem Hause nicht gemangelt. Das ist aber nur ein relativ kleiner Keller. Das war es nämlich schon mit diesen beiden Räumen. Hier ist echt ziemlich viel ordentlich Zeug drin. Ja. Gehen wir dann wieder nach oben. Das war's mit dieser Location. Wir haben hier echt noch ziemlich viel gesehen. Kein Vandalismus. Es ist alles noch in den Schränken. Die ganzen Möbel stehen noch so, wie sie sollen. Hier ist nichts kaputt geschmissen. Einfach nur Wahnsinn. Eine Wahnsinns-Location. Man konnte auch auf jeden Fall herausfinden, dass ältere Personen hier gelebt haben müssen. Allein schon anhand der Möbel und der Kleidung. Unklar ist mir, ob hier jetzt nur ein Paar, eine Person, mehrere Personen oder mehrere Mieter in diesem Haus gewohnt haben. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich nicht rausgefunden. Auf jeden Fall war dieses Haus sehr interessant. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt stabil.